Die ersten Eindrücke aus Georgien. Der Grenzzinnober hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten, außer sich wie immer wichtig tuenden Grenzbeamten. Aber wir sind zügig durchgekommen, weiß ich jetzt nicht genau, 20, 25 Minuten. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben jetzt noch knapp 15 Kilometer bis zu unserer Unterkunft in Batumi. Wir lassen uns überraschen, wie immer. With Dad riding down that tree-lined lane, I want that pedal feel. Just give me that rustic charm. I want that pedal feel. Just give me that rustic charm. Rustic charm. I want that. Wind whispers secrets through the blooming bough, passing colors of nature's hallowed vow. Give me that road so real, chasing horizons on two spinning wheels. I want that pedal feel, that's morning low in the grace of the countryside's zealous appeal. Wir sind mutmaßlich an unsere Unterkunft angekommen. Wir sind schon sehr gespannt, wo sie genau sein wird. Ja. Wir hoffen natürlich sehr, dass es nicht das hier ist. Spaß. Okay. Noch was sagen? Nein, danke. Okay, tschüss. Wir sind seit 2 Tagen in Batumi. Haben hier eine ganz süße Unterkunft. Über Geschmäcker lässt sich natürlich streiten. Da spielen die Kinder Fußball hinter der Mauer zum Fitnessstudio. Hochhäuser wie überall hier. Ja, haben wir so ein kleines Zimmer-Apartment. Schön in Braun gehalten. Aber was ganz toll ist mit Waschmaschine, meine heilige Waschmaschine. Ja, hat jeder seine Aufgaben. Wie ihr seht, Benjamin schneidet Videos. Ich habe gerade geschlafen. Habe natürlich schon viel Wäsche gewaschen. Und werde jetzt Schläuche flicken. Steht auch schon wieder an. Ja, dann fahren wir nachher noch in die Stadt zum Boulevard, Bierchen trinken, gucken, ob unser Paket angekommen ist. In der stillen Hoffnung. Und bleiben noch bis Montag dann hier. Heute ist Freitag. Ja, schräger Zebrastreifen. Pragmatische Lösung. Auch sehr schön gemacht. Тебя, море зовет всегда. Тебя встретить в объятиях волн, в городских огнях, танцах, часах, волнах. Заблудись в его роще. Подумай, я вернусь опять. Подумай, мои мечты летят. Буду там, где весна. Подумай, я вернусь опять. Если закат вдали, поймай яркие дни. Ветер нас проводит по мостам. Слушай, как шумит волны, песню поют. В сердце ты найдешь прибой. Я вернусь опять. Подумай, мои. Буду там, где весна. Подумай, я вернусь опять.
Батуми, я вернусь опять. Батуми, мои мечты летят. Буду там, где весна кипит. Батуми, я вернусь опять. Ja, sehr schön gemacht. Hier kann man auch Schwimmi. Ach, willst du noch einen Aufkleber wie in Prag? Chasing dreams, seeking light. Chasing dreams, seeking light. In my heart, fire chasing dreams, seeking light. Oh, Jah guide my path, make it bright. Through the valleys, over hills. Feel the thrill. Through the valleys, over hills. Striving high against the chill. Through the valleys, over hills. Oh, Jaja's wisdom always fills. Standing tall through the fight. Keep the faith, hold it tight. Ja, zur Post sind wir unnötigerweise gefahren. Das Paket ist noch nicht da. Die Dame am Schalter meinte 3 bis 4 Tage. Das passt uns natürlich jetzt nicht so ganz, weil wir am Montag wegfahren wollten. Und jetzt zu befürchten steht, dass das Päckchen vielleicht am Dienstag kommt. Päckchen? Ja, mit einem neuen Solarpanel. Das wir freundlicherweise aus Deutschland geschickt bekommen, wo wir auch sehr dankbar sind. Ja, jedenfalls schauen wir uns hier mal ein bisschen die Schmuckstücke Batumis an. Sind hier mit dem Fahrrädchen unterwegs, sind viele Familien außerdem, wird Kanu gefahren. Schön ist es. Guten Morgen. Das ist der letzte Morgen in unserer schönen Unterkunft. Wir waren jetzt 6 Nächte und 5 Tage hier. Jetzt heißt es frühstücken. Und packen. Bin noch nicht ganz wach. Ja, lassen wir es nochmal gut gehen mit Herd und Schneidebrett. 9 Uhr, wir sind wieder abfahrbereit. Das heißt, wenn Benjamin sein Video zu Ende geschaut hat, dann wären wir abfahrbereit. Ja. Hatten ja eine gute Zeit, haben uns gut erholt, gut gearbeitet, uns gewaschen, Videos geschnitten und freuen uns jetzt ganz toll drauf, dass es wieder weitergeht.
ride the breeze. Two-wheel motion, they're aiming to please, leaving their marks on every street. Journey unfolding beneath their feet. Pumping the pedals, they're crossing the town. From dusk till dawn, they're not slowing down. They pack their dreams in saddlebags light. Headwinds strong, but their spirits take flight. Riding through lanes where the wild things... Ja, wieder mal ein Gewitter an unserem ersten richtigen Fahrtag in Georgien. Wir tun uns noch ein bisschen schwer, sind irgendwie total kaputt heute, haben Kopfschmerzen, obwohl wir ja nur gerade 5 Tage Pause gemacht haben. Haben jetzt gerade schon abgelegt, sind nur 30 Kilometer gefahren heute und haben uns mal wieder was gebaut. Wir sind unter einer Brücke, oben laufen ein paar Kühe rum und haben jetzt das Sonnensegel gespannt, sodass wir hier dann unser Zelt aufstellen können, was dann hoffentlich einigermaßen trocken bleibt. Vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm, sagt Benjamin. Ja. Ja. Ja, die Frage ist halt, ob man das Zelt gleich aufstellt, dann kann man die Sachen im Trocknen reinlegen. Oder ob wir den Platz dann auch noch nutzen sollten, um dann noch zu kochen. Wie man es macht. Fragen über Fragen. Ja. Auch nach 5 Monaten ist noch nicht immer alles ganz klar, wie man es macht. Ja. Weil die Orte immer anders sind. Deswegen, die Gegebenheiten sind immer anders, deswegen kann man das nie so pauschal beantworten, denke ich. Ja. Wir sind in einem kleinen Flüsschen gelandet. Genau dahin haben wir natürlich unser Zelt gestellt, wo jetzt dieses Rinnsal runterläuft. Es ist ziemlich kalt. Natürlich auch, weil jetzt alles nass ist und wir nass sind. Ich zittere auch schon ganz schön. Das versuchen wir dann hier ins Zelt unterzukommen, uns abzutrocknen. Oh. Ja, Benjamin hat ja vorhin schon kurz berichtet, dass wir umziehen mussten mit unserem Zelt, weil hier auf einmal so ein Rinnsal, sprich ein kleiner Bach unter unserem Zelt gelaufen ist. Da haben wir das jetzt alles da aufgebaut. Nun haben wir aber festgestellt, dass der Flusspegel extrem gestiegen ist. Also bestimmt schon einen Meter, es hört nicht auf zu regnen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal umziehen. Nicht wahrscheinlich, wir müssen nochmal umziehen. In eine höhere Lage. Sprich irgendwie bei dem Strommast in der Nähe. Wissen wir auch noch nicht so genau. Das wollen wir erstmal kochen. Alles ein bisschen anstrengend, frustrierend, Kopfschmerzen. Ja, hatten wir so auch noch nicht. Mal gucken. Ist halt, selbst wenn es aufhören würde zu regnen, dadurch, dass das Wasser ja anscheinend aus den Bergen kommt, nicht gewährleistet, dass es dann nicht mehr steigt. Ne? Das ist natürlich super gefährlich, wenn du nachts dann auf einmal irgendwie im Fluss liegst. Ist ja auch eine Strömung. Ist hier der Topf drin? Da ist der Topf drin, ja. Jo. Wird ja auch bald dunkel. Schauen wir mal. Ein tosendes Gewitter. Achso, jetzt geht es aber. Ja. Ja. Guten Morgen. Ein bisschen zerrupft und verschlafen. Melden wir uns noch mal von dem Fluss. Wir sind gestern doch nicht mehr umgezogen, weil der Pegelstand dann wieder gesunken ist. Der Wasserpegelstand steigt und fällt, aber kam jetzt nicht zu uns. Ja, nach langen Hin und Her und Gesprächen und Abwägen der Situation sind wir jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns erstmal Internet suchen, weil hier ist kein Netz. Und wohl dann wieder zurück nach Batumi fahren, weil es in den nächsten Tagen weiter regnen soll, dauerhaft. Also jetzt regnet es mittlerweile seit gut 15, 16 Stunden durch. Und bei uns mittlerweile auch schon alles nass. Und wir hätten jetzt auf dem Weg, wissen wir nicht genau, nicht die Möglichkeit, Unterkünfte zu bekommen. Beziehungsweise gibt es dann teilweise nur so Resorts, was wir uns dann nicht leisten können und wollen.
Ja, also erstmal zurück nach Batumi. Dort nochmal 1, 2 Tage eine Unterkunft nehmen oder vielleicht auch nur ein Hostel. Und dann müssen wir mal schauen, wie die Wetterverhältnisse sich geändert haben oder wie die Vorausschau ist. Ja, geradeaus die Strecke durchzufahren sozusagen, also in der Mitte durch. Das sind dann 370 Kilometer ohne Steigung. Das Problem ist auch bei dem Weg, den wir jetzt fahren wollten, es geht auf über 2000 Meter hoch. Wir haben teilweise Strecken mit losem Untergrund und wir wissen gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Vielleicht ist das auch gesperrt, vielleicht kommt da irgendwie Wasser die Hänge herunter und ja, alles sehr unsicher. Macht natürlich dann auch keinen Spaß, wenn man sitzt man oben in den Wolken auf dem Berg und hat keine Aussicht und ja, auf Biegen und Brechen machen wir halt Sachen nicht und deswegen erstmal jetzt der Weg und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wissen wir jetzt noch nicht. In the shadows of desire, a burning flame ignites, raging through the tempest, day turns into night, holding on to chaos, love and hate collide, in the dance of fury, raw emotions wild ride. Gut. Ja. Ja, nochmal eine kleine Rückmeldung zu meinem Knie und der Hand. Wir waren jetzt gerade beim Arzt, wurden sehr gut betreut durch unsere Versicherung und bin dann noch ins Krankenhaus chauffiert worden und es ist kein Röntgen nötig gewesen, diverse Salben und Schmerztabletten und ja, Pause machen, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt sind wir in der Unterkunft, haben jetzt nochmal für 2 Nächte verlängert und dann vielleicht fahren wir mit dem Zug oder irgendwie eine kurze Strecke oder eine Teilstrecke, das wissen wir alles noch nicht so genau, das müssen wir noch auskundschaften. Auf jeden Fall ist alles in Ordnung, das ist ja das Wichtigste. Gesundheit geht ja nun mal vor und wir sind sehr froh, dass es dort dann
ganz glimpflich gelaufen ist. Es ist ja das Solarpanel kaputt gegangen und wir haben sehr, sehr freundlicherweise aus Deutschland Ersatz geschickt bekommen und waren vor ein paar Tagen schon vergeblicherweise bei der Post. Da war das Paket noch nicht da und heute haben wir tatsächlich die Nachricht bekommen, dass das Paket jetzt hier wohl abholbereit ist. Katja ist gerade drin, ich bleibe mal bei den Fahrrädchen. Da sind wir mal sehr gespannt. Ja, aus dieser Türe kam gerade eine etwas genervte Katja raus. Wir müssen wohl noch irgendwo hin und irgendeine Erklärung unterschreiben, irgendwas zahlen, wissen wir nicht genau. Wie weit ist es? 1,3 Kilometer. Unsere Richtung oder? Nee. Keine Ahnung. Ah, okay, gut. Guten Morgen. Paket abholen, der zweite Versuch. Laut Information beim letzten Mal müssen wir noch zu einer anderen Stelle und irgendwas abholen. Vorzeigen, bezahlen, wissen wir nicht. Ja, da machen wir uns jetzt mal auf die Suche auf dem Weg. Gut, dann gehen wir wieder. Ja, also war wohl das falsche Gebäude, die falsche Adresse. Uns wurde aufgeschrieben Firos Money irgendwas, aber es ist in Wahrheit Piros Money irgendwas. Milde ausgedrückt ein bisschen verwirrt. So wie wir das jetzt verstanden haben, haben wir, oder Katja zumindest, irgendwie eine georgische Steuernummer bekommen. Keine Ahnung, wir kennen uns überhaupt nicht aus. Jedenfalls versuchen wir jetzt wieder zur Post zurückzufahren und unser Päckchen zu bekommen. Was musst du machen? In der Bank soll ich jetzt 20 Lari bezahlen. Nicht aus. Oh. Okay. Ta, 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 ta. Wie lange hat es jetzt gebraucht? 1,5 Stunden? Heute? Nur heute. Nur heute. 1,5 Stunden und musst du nochmal 25 Lari bezahlen? Also jetzt 145 Lari. Ja. Wie bitte? Hat es jetzt ungefähr nochmal gekostet. Ja. Okay. Okay, das machen wir nie wieder. Ja. Sage ich euch mal ganz klar. Lasst euch niemals ein Paket ins Ausland schicken. Das ist der absolute Horror. Absolut. Und zahlt da drauf. Also das Paket muss eigentlich, weiß ich nicht, 1.000 Euro wert sein, damit es sich überhaupt Damit lohnt, sich da lohnt. irgendwie nochmal irgendwas drauf zu zahlen. Okay. Das war es halt nicht. Also es wird ungefähr der Wert des Paketes Inhalt. Ja. Aber es ist angekommen. Wir wollen auch positiv denken. Ja, ja. Mittagessen. Mittagessen. Erholte Katja. Ja, damit ist das Kapitel Paketempfang abgeschlossen, würde ich sagen. Guten Appetit. Danke. So, jetzt schauen wir mal, ob sich die Mühe gelohnt hat. Nein, mir hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Gut eingepackt auf jeden Fall. Zuerst das Unboxing. Oh. Lachgummis. So toll. Gestern habe ich noch gesagt, ich möchte gerne Gummibärchen essen. Das stimmt wirklich. Das sagen wir Ja. jetzt nicht nur fürs Video. Oh, ja, mach ich gleich Ja. drauf. Ja, nochmal offiziellen herzlichen Dank an Gianni und Martin und Britta vom KPT e.V. für das Solarpanel. Der Weg war steinig, aber wir haben es geschafft und wir freuen uns sehr. Wir werden immer, wenn wir es aufbauen, an euch denken. Und an DHL und die georgische Post. Genau. Ja. Ja. Wunderbar. Cool. Ja, Cool. toll. Wir sind im Chaos. Nein, Spaß. Wir sind in unserer zweiten Unterkunft in Batumi. Alles gerade etwas aufregend. Wir klicken uns gerade durch die Buchung unseres Fluges hier von Batumi nach Mumbai. Planmäßig fliegen wir dann wohl über Riyadh. Jetzt geht es auch darum, nehmen wir ein Essen mit, wie ist es mit Sportgepäck, Fahrradmitnahme und so weiter. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, Sitzauswahl. Ach, dann nehme ich nochmal besser weiter woanders. Ja, wir haben uns durchgeklickt. Jetzt geht es tatsächlich ans Bezahlen und
Und los. Flugtickets sind bestellt. Was uns wirklich zu schaffen macht, ist die Beantragung des Visums für Indien. Machen wir eine kurze Pause, haben ausnahmsweise Essen bestellt. Hat super geklappt. Hat super geklappt. Gekostet hat's 30? Ja, 10 Euro. 10 Euro. Ja. Gut, guten Appetit. Danke. Oh. Straße steht unter Wasser. Das sind so die kleinen Überraschungen. So, jetzt sind wir hier an den Mülleimern. Hier ist es so organisiert, dass die einzelnen Haushalte keinen Mülleimer haben, sondern dass an der Straße immer wieder so große Container-Dinger stehen und da schmeißt man seinen Müll dann rein. Ja, Fahrradwege gibt es keine. So, mit einigermaßen schlechter Laune, weil der Verkehr wirklich zum Kotzen ist hier, sind wir jetzt an diesem Bazar-Bereich angekommen, haben jetzt allerdings kein Bargeld. Wegen dem ganzen Verkehrsstress haben wir vergessen, noch Bargeld abzuheben. Katja ist jetzt eben mal rein, zeige ich eben mal, um dann zu schauen, ob wir so Ikea-Taschen, sag ich mal, bekommen für unsere Gepäcksachen. Ja, also ich habe welche gesehen. Ja, Also da unten ist so ein Hauptweg und dann gehen immer die einzelnen noch runter. ja, Wir müssen dann zur Reihe 3, Reihe 3. dann rechts. Also ich habe sie nur gesehen, ich habe mir das jetzt nicht Ja, anzeigen lassen, aber ich habe sie oder vergraben gesehen. gut. Das heißt, wir brauchen jetzt Bargeld. Ein ATM habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wir haben Kartons. 1, 2. Hoffen wir, dass wir die Fahrräder da reinkriegen. Wahrscheinlich ein bisschen basteln, auseinanderschrauben, flexen, schweißen, aufstemmen. Wir gucken mal. Jetzt haben wir noch etwa gute 2 Kilometer. Wir haben das ja mit Gummiexpandern festgemacht. Wir hoffen mal, dass wir durchkommen. Ja. Es ist Donnerstag, das heißt, unser Flug geht übermorgen. Wir bereiten jetzt unsere Fahrräder vor, wollen sie vorher putzen, auseinanderschrauben, mal schauen, wie weit wir mit unserem Werkzeug kommen. Ja, wir hoffen sehr, dass sie in die Kartons reinpassen. Kartons haben wir uns ja schon besorgt. Ja, und dann geht's los hier. Kleiner Zwischenstand. Lenker abmontiert, Sattel abgemacht. Davor alles erstmal geputzt. Bei mir ebenso. Ich habe das Vorderrad auch schon rausgenommen. Jetzt haben wir noch das Problem, dass wir keinen Maulschlüssel haben, mit dem wir die Pedale lösen können. Da fragen wir jetzt mal unsere Herbergseltern, ich nenne sie jetzt mal so, ob es eine Werkzeugkiste gibt. Und danach, wenn wir dann die Größe wissen, besorgen wir uns ein entsprechendes Schlüsselchen. Sonst können wir es ja am Flughafen in Mumbai nicht wieder zusammenschrauben. Das wäre ein kleines bisschen blöd. Das Fahrrad. Mein Fahrrad. Ja, die Taschen sind gepackt. Unser ganzes Hab und Gut passt in 2 so, ja, wie nennt man sie, China Bags. Ich bin extrem aufgeregt und sehr gespannt, was uns da erwarten wird in Indien.
Ja, wir haben alles super gut organisiert, sind sehr strukturiert, hatten jetzt aber auch genug Zeit. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas mache. Ja, Benjamin wäscht sich noch eben. Unser Herbergs Vater fährt uns dann zum Flughafen. War eine sehr nette Unterkunft. Hatten hier unsere Ruhe. Und ja, das war's mit Batumi. Wo geht's hin, Benjamin? Nach Riyadh. Was wollen wir denn in Riyadh? Umsteigen. Wohin dann? Mumbai. Aufregend. Ja, ein bisschen aufgeregt sind wir schon. Vor allem jetzt, wie die Gepäckaufgabe läuft, ob das alles glatt geht, ob wir das richtig gemacht haben. So oft haben wir es nämlich noch nicht gemacht. Bisschen gespannt. Wir sind kurz vorm Abflug. Ja, wir hatten einigermaßen Abenteuer mit den Fahrrädern, mussten alles nochmal auspacken, weil sie das alles nochmal extra scannen mussten. War wieder unklar, was wir genau machen sollen. Und ja, dann meine Tasche nochmal beim Sicherheitskontrolle auch nochmal ausgecheckt. Teuer Essen bezahlt. Schnaps durften wir nicht kaufen. Ja, Kasse funktioniert nicht, aber ungefähr in einer Dreiviertelstunde geht es dann endlich los. रंगीन शहर की बात निराली मुंबई की गलियों में खुशबू मस्तानियाँ की रातें चमके जैसे तारे बन मैं यहाँ की हवाएं बेसब्र की लहरों पर चलो संभल के भरे दिन यहाँ आएगी नई कहानी Ich will mal die drei da drüben. Geradeaus, die drei. सपनों की नगरी चलो चलते हैं मुंबई सपनों की नगरी मुंबई सपनों की नगरी चलो चलते हैं मुंबई सपनों की नगरी चलो चलते हैं मुंबई सपनों की नगरी Vogelartig. So, bitte vor. Gucken wir mal. Vielleicht diesmal ist